Als die Suchmannschaft das Zelt schließlich fand, war es bereits fast vollständig vom Schnee bedeckt. Der Wind fegte mit solcher Gewalt über den Hang, dass mehrere Männer später Schwierigkeiten hatten, überhaupt stehen zu bleiben. Die Sicht war schlecht. Dichter Nebel zog zwischen den vereisten Felsen hindurch und verschluckte große Teile der Bergflanke. Doch keiner der Suchkräfte vergaß jemals den ersten Blick auf das Lager. Das Zelt war von innen aufgeschlitzt worden. Mehrere lange Schnitte verliefen quer durch die Plane, als hätten die Menschen im Inneren versucht, so schnell wie möglich hinauszugelangen. Noch seltsamer war jedoch etwas anderes. Direkt neben dem Eingang lagen warme Kleidung, Schuhe und persönliche Gegenstände verstreut im Schnee. Niemand hätte freiwillig ohne Schutzbekleidung den Hang verlassen, nicht bei Temperaturen von fast -30 Grad. Trotzdem führten Fußspuren vom Lager weg, barfuß. Manche Abdrücke gehörten eindeutig mehreren Personen. Andere wirkten verzerrt oder unvollständig, als hätte jemand beim Laufen immer wieder das Gleichgewicht verloren. Die Spuren verschwanden nach wenigen 100 Metern im Nebel. Wenige Stunden später entdeckte die Suchmannschaft die ersten beiden Körper nahe einer Baumgruppe unterhalb des Hanges. Beide Männer waren nur teilweise bekleidet. Ihre Hände waren blutig und voller tiefer Verletzungen. Es sah aus, als hätten sie verzweifelt versucht, irgendwo hinaufzuklettern. Doch was die Ermittler damals noch nicht wussten, dies war erst der Anfang eines Falls, der bis heute zu den rätselhaftesten Vorfällen der modernen Geschichte zählt. Denn einige der später gefundenen Opfer wiesen Verletzungen auf, die selbst erfahrene Gerichtsmediziner nicht erklären konnten. Und mehrere Zeugen behaupteten später unabhängig voneinander, in jener Nacht seltsame Lichter über den Bergen gesehen zu haben. Der sogenannte Dyatlov-Pass-Fall gilt bis heute offiziell als ungeklärt. Doch basierend auf Berichten ehemaliger Ermittler, Suchkräfte und Dokumente aus sowjetischen Archiven glauben manche Menschen bis heute, dass sich auf dem sogenannten Berg der Toten mehr ereignete als eine einfache Naturkatastrophe. Im Januar 1959 brach eine Gruppe junger Wanderer und Skifahrer zu einer Expedition in den nördlichen Ural auf. Die meisten Mitglieder waren Studenten des Polytechnischen Instituts im damaligen Sverdlovsk und galten als erfahrene Bergsteiger. Ihr Ziel war eine anspruchsvolle Route durch eine der abgelegensten Regionen der Sowjetunion. Angeführt wurde die Gruppe vom 23-jährigen Igor Djatlov. Die Expedition bestand ursprünglich aus 10 Personen, doch einer der Teilnehmer kehrte bereits früh wegen gesundheitlicher Probleme um. Genau diese Entscheidung rettete ihm später vermutlich das Leben. Die übrigen 9 setzten ihren Weg fort. Die Region galt als gefährlich, aber nicht unpassierbar. Trotzdem war sie von zahlreichen Legenden umgeben. Besonders die einheimischen Mansi mieden bestimmte Gebiete rund um den Berg Kholat-Syachl, übersetzt Berg der Toten. Mehrere spätere Berichte erwähnten, dass selbst erfahrene Jäger nur ungern nachts dort unterwegs waren. Die Gruppe selbst schien diese Geschichten jedoch nicht ernst zu nehmen. Fotografien der Expedition zeigen lachende junge Menschen beim Aufbau von Lagern, beim Skifahren und beim gemeinsamen Essen. Viele dieser Bilder wurden später weltbekannt, weil sie die letzten bekannten Aufnahmen der Wanderer zeigen. Am 1. Februar 1955 begann sich die Situation zu verändern. Die Wetterbedingungen verschlechterten sich plötzlich. Starker Wind zog über die Berghänge und dichter Schneefall reduzierte die Sicht fast vollständig. Laut späteren Rekonstruktionen verlor die Gruppe teilweise die Orientierung und wich von ihrer geplanten Route ab. Anstatt in den Schutz des Waldes zurückzukehren, entschieden sich die Wanderer dazu, ihr Lager direkt auf einem offenen Hang des Kholat-Syachl aufzubauen. Später sollte genau diese Entscheidung eine zentrale Rolle in den Ermittlungen spielen. Das Lager wurde gegen Abend errichtet. Die Gruppe schnitt einen Bereich in den Hang, um das Zelt stabil aufzubauen und sich etwas vor dem Wind zu schützen. Danach aßen die Wanderer offenbar gemeinsam und bereiteten sich auf die Nacht vor. Niemand ahnte, dass dies ihre letzte Nacht sein würde. Was danach geschah, konnte bis heute nie vollständig rekonstruiert werden. Denn ab Mitternacht existieren nur noch Spuren, beschädigte Gegenstände und widersprüchliche Hinweise. Basierend auf späteren Untersuchungen muss in jener Nacht plötzlich Panik ausgebrochen sein. Etwas zwang die Gruppe dazu, das Zelt innerhalb weniger Sekunden zu verlassen. Ohne Schuhe, ohne dicke Kleidung. Mitten in der eisigen Dunkelheit des Uralgebirges.
Und genau dieser Moment markiert bis heute den Beginn eines der rätselhaftesten Fälle des 20. Jahrhunderts. Wochenlang wusste niemand, was mit der Gruppe geschehen war. Erst als die Wanderer nicht wie geplant zurückkehrten, begann man sich Sorgen zu machen. Freunde und Familienangehörige drängten die Behörden schließlich dazu, eine Suchaktion zu organisieren. Am 26. Februar 1959 erreichte die erste Suchmannschaft den Hang des Kholat Syachl. Schon aus der Entfernung wirkte das Lager seltsam verlassen. Das halb eingeschneite Zelt stand noch immer aufrecht im Sturm, obwohl starke Winde über den Hang zogen. Mehrere Suchkräfte berichteten später, dass sie sofort ein ungutes Gefühl gehabt hätten, noch bevor sie das Zelt überhaupt erreichten. Im Inneren fanden sie persönliche Gegenstände der Gruppe. Tagebücher, Kameras, warme Winterkleidung, Stiefel, Lebensmittel. Alles wirkte so, als hätten die Wanderer ihr Lager völlig überstürzt verlassen. Besonders verstörend war der Zustand der Zeltplane. Die Schnitte verliefen eindeutig von innen nach außen. Die Gruppe hatte sich selbst aus dem Zelt geschnitten. Genau dieser Punkt gehört bis heute zu den wichtigsten Details des gesamten Falls. Denn warum sollten erfahrene Bergsteiger mitten in der Nacht bei -30 Grad panisch aus ihrem einzigen Schutz fliehen? Die Ermittler begannen sofort, die Umgebung abzusuchen. Nur wenige 100 Meter unterhalb des Lagers entdeckten sie die ersten Fußspuren im Schnee. Laut den offiziellen Berichten stammten sie von mehreren Personen, die gemeinsam Richtung Wald gelaufen waren. Manche Spuren wirkten barfuß, andere gehörten offenbar Menschen, die nur Socken getragen hatten. Es gab keine Hinweise auf einen Kampf, keine fremden Schuhabdrücke, keine sichtbaren Spuren eines Angriffs. Und trotzdem schien die gesamte Gruppe in panischer Eile geflohen zu sein. Die ersten beiden Körper wurden unter einer großen Zeder am Waldrand entdeckt. Die Männer lagen dicht nebeneinander. Neben ihnen fanden die Suchkräfte Reste eines kleinen Feuers. Offenbar hatten die beiden versucht, sich gegen die extreme Kälte zu schützen. Doch ihre Verletzungen warfen sofort Fragen auf. Die Hände beider Männer waren schwer beschädigt. Mehrere Finger wiesen tiefe Hautverletzungen auf. Es sah aus, als hätten sie verzweifelt versucht, auf den Baum zu klettern. Später entdeckte man abgebrochene Äste in mehreren Metern Höhe. Als hätten die Männer etwas oberhalb der Baumlinie beobachtet oder vor etwas fliehen wollen. Noch am selben Tag fanden Suchkräfte weitere Körper zwischen Wald und Lager. Einige der Opfer schienen versucht zu haben, zurück zum Zelt zu gelangen. Doch sie brachen unterwegs im Schnee zusammen. Die Positionen der Leichen deuteten darauf hin, dass die Gruppe nach ihrer Flucht möglicherweise wieder umkehren wollte. Aber warum? Und wovor waren sie ursprünglich geflohen? Je länger die Ermittlungen dauerten, desto unheimlicher wurden die Details. Denn mehrere der letzten Fotoaufnahmen aus den Kameras der Gruppe zeigten seltsame Lichtreflexionen im Schnee. Einige spätere Analysen behaupteten sogar, auf bestimmten Bildern undeutliche Lichtquellen am Himmel erkennen zu können. Offiziell wurden diese Hinweise nie bestätigt. Doch in den Wochen nach dem Vorfall meldeten sich immer mehr Menschen aus umliegenden Regionen. Mehrere Zeugen behaupteten unabhängig voneinander, in jener Nacht orangefarbene Kugeln über dem Ural gesehen zu haben. Lautlos, langsam und teilweise bewegten sie sich gegen den Wind. Ein ehemaliger Soldat erklärte später, die Lichter hätten nicht wie normale Flugzeuge Ausschau gehalten. Andere Zeugen beschrieben ein tiefes Dröhnen, das nachts über die Berge gezogen sei. Bis heute konnte keine dieser Aussagen vollständig überprüft werden. Doch genau solche Berichte sorgten dafür, dass der Djatlov-Pass-Fall schon wenige Monate später zu einem der mysteriösesten Ereignisse der Sowjetunion wurde. Im Mai 1959 entdeckten Suchkräfte schließlich die letzten 4 Körper der Gruppe. Sie lagen in einer tiefen Schlucht unter mehreren Metern Schnee verborgen, fast 75 Tage nach ihrem Verschwinden. Und genau ab diesem Moment nahm der Fall eine deutlich düsterere Wendung. Denn die Verletzungen dieser 4 Opfer unterschieden sich massiv von allem, was die Ermittler bisher gesehen hatten. Laut den offiziellen Autopsieberichten wiesen mehrere der Toten schwere innere Verletzungen auf. Gebrochene Rippen, massive Schädelverletzungen, innere Blutungen, doch äußerlich waren kaum sichtbare Wunden vorhanden. Einer der Gerichtsmediziner erklärte später, die Gewalt müsse mit einem schweren Autounfall vergleichbar gewesen sein. Genau dieser Satz sollte Jahrzehnte später unzählige Spekulationen auslösen. Denn wie konnten solche Verletzungen mitten im verschneiten Ural entstehen, ohne sichtbare Kampfspuren? Besonders verstörend war der Zustand zweier Opfer. Bei einer jungen Frau fehlte die Zunge teilweise. Bei anderen fehlten Augen oder Teile des Weichgewebes.
Offiziell erklärte man dies später mit natürlichen Prozessen nach dem Tod und der langen Zeit unter Schnee und Wasser. Doch viele Menschen glaubten diese Erklärung nie vollständig. Vor allem deshalb, weil mehrere Dokumente der damaligen Ermittlungen bis heute nicht öffentlich zugänglich sind. Hinzu kam ein weiterer seltsamer Punkt. Einige Kleidungsstücke der Gruppe wiesen erhöhte Strahlungswerte auf. Dieses Detail wurde später offiziell bestätigt. Die Behörden erklärten jedoch nie eindeutig, wie diese radioaktive Belastung entstanden sein könnte. Gerade dieser Umstand führte dazu, dass sich in den folgenden Jahrzehnten immer neue Theorien entwickelten. Geheime Militärtests, experimentelle Waffen, Raketenversuche oder sogar Kontakte mit unbekannten Flugobjekten. Vor allem die Berichte über orangefarbene Lichter über dem Ural sorgten dafür, dass viele Menschen bis heute an eine Vertuschung glauben. Denn mehrere Zeugen hatten diese Erscheinungen unabhängig voneinander beschrieben. Und einige Suchkräfte erklärten später, dass bestimmte Aktenbereiche während der Ermittlungen plötzlich gesperrt worden seien. Offiziell wurde der Fall dennoch relativ schnell geschlossen. Die endgültige sowjetische Erklärung lautete lediglich, die Gruppe sei durch eine unbekannte zwingende Naturkraft ums Leben gekommen. Mehr Details enthielt der Abschlussbericht nicht. Genau diese Formulierung machte den Fall später weltberühmt. Denn sie beantwortete keine einzige der zentralen Fragen. Warum schnitten erfahrene Wanderer mitten in der Nacht ihr eigenes Zelt auf? Warum flohen sie fast ohne Kleidung in einen Schneesturm? Wovor hatten sie solche Angst? Und weshalb wurden bestimmte Details nie vollständig veröffentlicht? Jahre später meldeten sich ehemalige Beteiligte erneut zu Wort. Ein früherer Ermittler erklärte in einem Interview, dass einige Suchkräfte während der Expedition merkwürdige Dinge erlebt hätten. Er sprach von seltsamen Geräuschen nachts im Wald, von plötzlichen Wetterumschwüngen und von dem Gefühl, beobachtet zu werden. Konkreter wurde er nie. Andere Aussagen stammten von Bewohnern der Region. Mehrere Mansi-Jäger berichteten später, bestimmte Gebiete rund um den Kholat-Syachl würden seit Generationen gemieden. Nicht wegen Tieren, sondern wegen alter Geschichten über Menschen, die nachts verschwanden. Ein alter Jäger sagte angeblich nur einen einzigen Satz: Der Berg nimmt manchmal Menschen mit. Ob diese Aussage tatsächlich existierte oder später hinzugefügt wurde, konnte nie bewiesen werden. Doch genau solche Details verwandelten den Dyatlov-Pass-Fall über die Jahrzehnte immer mehr in eine moderne Legende. Und bis heute gibt es Menschen, die überzeugt sind, dass die Wahrheit jener Nacht niemals vollständig veröffentlicht wurde. In den Jahrzehnten nach dem Vorfall versuchten unzählige Ermittler, Journalisten und Wissenschaftler herauszufinden, was in jener Nacht am Kholat-Syachl wirklich geschah. Doch je tiefer man in den Fall eintauchte, desto widersprüchlicher wurden viele Details. Besonders auffällig war die Tatsache, dass bestimmte Dokumente aus den sowjetischen Archiven entweder unvollständig waren oder plötzlich verschwanden. Mehrere ehemalige Ermittler behaupteten später, man habe sie angewiesen, bestimmte Informationen nicht weiterzugeben. Offiziell wurden diese Aussagen nie bestätigt. Trotzdem tauchten im Laufe der Jahre immer neue Berichte auf. Basierend auf Aussagen ehemaliger Suchkräfte sollen einige Männer während der ersten Tage der Suche seltsame Phänomene beobachtet haben. Einer von ihnen berichtete von tiefen Geräuschen über den Bergen, die nachts plötzlich einsetzten und minutenlang anhielten. Ein anderer erklärte später, er habe mehrfach das Gefühl gehabt, dass sich außerhalb des Lagers jemand bewegte, obwohl dort offiziell niemand sonst unterwegs war. Genau das macht den Fall so rätselhaft. Besonders oft tauchte jedoch ein anderes Detail auf: Lichter. Ein unheimliches Detail, das alles veränderte. Immer wieder beschrieben Zeugen orangefarbene oder weißliche Kugeln am Himmel über dem Ural. Einige bewegten sich langsam über die Bergkämme, andere verschwanden plötzlich hinter Nebel oder Schneefall. Mehrere Aussagen stammen von Militärangehörigen und Wetterstationen aus jener Zeit. Doch keine dieser Sichtungen wurde jemals eindeutig erklärt. Die Archive geben darauf keine Antwort. Genau diese Berichte führten später zu einer der bekanntesten Theorien des gesamten Falls. Einige Menschen glauben bis heute, die Wandergruppe könnte Zeugen geheimer sowjetischer Militärtests geworden sein. Andere vermuten experimentelle Raketen oder Druckwellen unbekannter Waffen.
Tatsächlich existieren Hinweise darauf, dass in bestimmten Regionen des Urals damals militärische Tests durchgeführt wurden. Doch auch diese Theorie erklärt viele Details nicht. Vor allem erklärt sie nicht das Verhalten der Gruppe. Denn laut mehreren Rekonstruktionen hätten die Wanderer genügend Zeit gehabt, Kleidung und Ausrüstung mitzunehmen. Trotzdem flohen sie fast ohne Schutz in die eisige Nacht, in eine Dunkelheit, aus der es kein Zurück gab. Mehrere moderne Forscher beschäftigten sich deshalb mit psychologischen und natürlichen Erklärungen. Eine Theorie spricht von Infraschall. Dabei handelt es sich um extrem tiefe Frequenzen, die durch starke Winde und bestimmte Landschaftsformen entstehen können. Einige Wissenschaftler glauben, dass solche Frequenzen bei Menschen Panik, Desorientierung und Halluzinationen auslösen könnten. Demnach hätte die Gruppe irrational reagiert und das Zelt in plötzlicher Angst verlassen, alleine in der weißen Leere. Andere Forscher vermuten eine kleine Schneebrettlawine. Neuere Simulationen zeigen tatsächlich, dass sich durch den Einschnitt in den Hang Schnee oberhalb des Zeltes gelöst haben könnte. Die Wanderer hätten dann geglaubt, von einer größeren Lawine bedroht zu sein und wären panisch geflohen. Doch auch diese Erklärung hinterlässt offene Fragen. Warum entfernte sich die Gruppe so weit vom Lager? Warum kehrte niemand rechtzeitig zurück? Und wie entstanden die schweren inneren Verletzungen einiger Opfer? Vor allem aber gibt es bis heute keine eindeutige Erklärung für bestimmte Aussagen der Beteiligten. Denn einige Suchkräfte behaupteten noch Jahre später, dass bestimmte Spuren am Fundort nie öffentlich erwähnt wurden. Was genau sie damit meinten, sagten die meisten nie. Ein ehemaliger Ermittler erklärte lediglich, es gab Dinge dort oben, die nicht in den Bericht passten. Danach beendete er das Interview. Je mehr Zeit verging, desto stärker entwickelte sich der Djatlov-Pass-Fall zu einer Mischung aus realem Kriminalfall und moderner Legende. Dokumentationen erschienen, Bücher wurden veröffentlicht und im Internet entstanden tausende Diskussionen über die Ereignisse jener Nacht. Doch trotz aller Theorien blieb ein zentraler Punkt unverändert. 9 erfahrene Menschen verließen mitten in der Nacht freiwillig ihren einzigen Schutz vor der tödlichen Kälte. Und bis heute weiß niemand mit Sicherheit warum. Im Jahr 2019 wurde der Fall erneut offiziell untersucht. Russische Behörden veröffentlichten neue Berichte und erklärten schließlich, dass höchstwahrscheinlich eine Schneebrettlawine zur Tragödie geführt habe. Mehrere internationale Wissenschaftler unterstützten später diese Theorie und präsentierten Simulationen, die zeigen sollten, wie sich Schnee oberhalb des Zeltes gelöst haben könnte. Für viele Beobachter schien der Fall damit endlich geklärt. Doch erstaunlicherweise überzeugte genau diese Erklärung zahlreiche Menschen nicht. Denn selbst wenn eine Lawine oder ein Schneebrett tatsächlich Panik ausgelöst haben sollte, blieben viele Details weiterhin ungewöhnlich. Warum verliefen die Fußspuren geordnet den Hang hinunter, anstatt chaotisch auseinanderzulaufen? Warum hielten sich einige Mitglieder der Gruppe offenbar längere Zeit im Wald auf, anstatt sofort zum Zelt zurückzukehren? Und weshalb berichteten mehrere Zeugen noch Wochen später von seltsamen Lichtern über dem Gebiet? Besonders kritisch sehen manche Forscher bis heute die schweren inneren Verletzungen der Opfer. Mehrere moderne Experten erklärten zwar, starker Druck durch Schnee könne solche Schäden theoretisch verursachen. Doch andere Mediziner halten bestimmte Verletzungsmuster weiterhin für ungewöhnlich. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Viele originale Dokumente der damaligen Ermittlungen sind bis heute unvollständig oder schwer zugänglich. Genau das sorgt dafür, dass immer neue Spekulationen entstehen. Einige ehemalige Ermittler vermuteten später, bestimmte Informationen könnten absichtlich zurückgehalten worden sein, um militärische Aktivitäten in der Region geheim zu halten. Andere halten solche Aussagen für Übertreibungen oder Erinnerungsfehler. Doch unabhängig davon entwickelte sich rund um den Djatlov-Pass eine Atmosphäre, die bis heute Menschen fasziniert. Vor allem deshalb, weil die letzten Stunden der Gruppe niemals vollständig rekonstruiert werden konnten. Die letzten Fotos zeigen junge Menschen, die lachen, im Schnee arbeiten und scheinbar völlig ruhig wirken. Niemand auf diesen Bildern ahnt, dass nur wenige Stunden später alle Mitglieder der Expedition tot sein würden. Genau dieser Kontrast macht den Fall für viele Menschen so verstörend. Denn zwischen diesen harmlosen Aufnahmen und der späteren Panik im Schnee liegt bis heute eine Lücke, die niemand eindeutig schließen konnte.
Besonders unheimlich wurde der Fall durch spätere Aussagen einzelner Wanderer und Suchkräfte, die ebenfalls in der Region unterwegs waren. Mehrere Personen berichteten unabhängig voneinander von einem starken Gefühl der Unruhe auf dem Kholat Syachl. Andere beschrieben plötzliche Wetterumschwünge, seltsame Geräusche im Wind oder das Gefühl, nachts beobachtet zu werden. Natürlich existieren für all diese Dinge rationale Erklärungen. Extreme Isolation, Kälte, Angst und Wetterbedingungen können die Wahrnehmung massiv beeinflussen. Und trotzdem bleibt der Dyatlov-Pass-Fall bis heute anders als viele andere Unglücke. Vielleicht, weil nie nur eine einzige Erklärung existierte, sondern Dutzende. Lawinen, Militärtests, Infraschall, Lichtphänomene oder einfach eine Verkettung unglücklicher Ereignisse. Doch keine Theorie konnte jemals jede einzelne Frage beantworten. Und genau deshalb gilt der Fall bis heute offiziell als ungeklärt. Basierend auf Berichten ehemaliger Ermittler und Aussagen von Menschen aus der Region glauben manche bis heute, dass sich auf dem sogenannten Berg der Toten mehr ereignete, als jemals öffentlich bekannt wurde. Denn selbst Jahrzehnte später meiden manche Wanderer bestimmte Bereiche des nördlichen Urals, besonders nachts, wenn dichter Nebel über die verschneiten Hänge zieht. Nicht wegen der Kälte allein, sondern wegen dem, was sie dort fanden. Sondern wegen der Möglichkeit, dass dort oben vielleicht noch immer etwas verborgen liegt, das niemals vollständig erklärt wurde. Der Dyatlov-Pass-Fall gehört bis heute zu den bekanntesten ungeklärten Fällen des 20. Jahrhunderts. Offizielle Untersuchungen sprechen inzwischen von einer Naturkatastrophe und einer Verkettung extremer Bedingungen. Viele Experten halten diese Erklärung für plausibel. Doch gleichzeitig existieren bis heute zahlreiche Widersprüche, verschwundene Dokumente und Aussagen, die nie eindeutig geklärt wurden. Vor allem die letzten Minuten der Gruppe bleiben weiterhin ein Rätsel. Was genau zwang 9 erfahrene Menschen dazu, mitten in der Nacht ihr sicheres Lager zu verlassen? Warum flohen sie fast ohne Kleidung in einen Schneesturm? Und weshalb tauchen noch Jahrzehnte später immer neue Berichte über seltsame Ereignisse in derselben Region auf? Vielleicht wird die Wahrheit irgendwann vollständig rekonstruiert werden. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bleibt alles im Dunkeln. Denn manche Orte behalten ihre Geheimnisse länger, als Menschen bereit sind zuzugeben. Und genau deshalb zieht der sogenannte Berg der Toten bis heute Menschen aus aller Welt an, obwohl viele von ihnen dort oben vor allem eines spüren, dass mit diesem Ort etwas nicht stimmt.